läuft noch ganz kurz. Poison Cloud 17 ist drauf und let's go. Lightning Ball 5. Meteor Shower 15. Earthquake 17. Also eigentlich ist es nicht so wichtig, dass Poison Cloud drauf ist. Nicht mehr. Dank dem Skill Infusion. Jetzt wäre eigentlich das Wichtigste, dass ein 25% drauf ist und der Skill zeitgleich noch ziemlich gut ist. Aber ich sag mal so, am liebsten wären wir trotzdem weiterhin tatsächlich Poison Cloud. Wäre mir trotzdem weiterhin am liebsten. Nicht gleich die Second Jobs. Nö, wieso? Ich habe hunderte von den normalen. Die kann ich ja wieder verkaufen für den gleichen Preis. I guess. Hoffentlich. Eben nicht Floor. Mit diesen Scrolls habe ich eine viel höhere Chance auf Poison Cloud. Also hebe ich mir die doch auf, wenn ich es nicht so schon rolle. Fire Boomerang 23. Geil. Das könnte mit den anderen Scrolls nicht passieren, mit den blauen. Da kann man so eine Kacke gar nicht rollen. Electric Shock 15. Mal gucken, wie lange es dauert, bis überhaupt mein Poison Cloud dasteht. Also das waren jetzt 43 insgesamt. Bei 43 müsste es mindestens einmal dastehen. Mindestens einmal. Außerdem sind es ja nicht wirklich unendlich Urinsuppe. Aber es sind so viele, und das ist das erste Mal Poison Cloud, 9%. Aber es sind so viele, dass es eigentlich unmöglich ist, dass keine der 3 anderen Optionen kommt. Also es ist nicht unmöglich, es ist sehr wohl möglich, aber es sollte hoffentlich nicht passieren. Nochmal Poison Cloud 9. Wow. Das tut weh. Zweimal Poison Cloud für so einen Müllwert. Verschwendet. Back-to-back Lightning Storm. Lightning Shock. Fire Boomerang. Windfeelus. Ja, Windfeelus ist jetzt auch gar nicht mehr so schlecht. Benutze ich auch öfter auf jeden Fall. Nochmal Poison Cloud 9? Alter, das ist rigged. Wie kann Poison Cloud 3-mal kommen und es ist 3-mal 9? Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher, als dass einmal 25 kommt. 3-mal Poison Cloud, 3-mal 9. Das ist doch crazy. Ach, das ist so rigged. Das Schlimmste an diesen Scrolls ist eigentlich, dass wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Also ist wirklich alles gleich wahrscheinlich? Vermutlich nicht, aber wenn nicht, wie wahrscheinlich ist dann was? Und ich hasse es, wenn ich die Chancen von etwas nicht kenne. Hate that shit. Es kam auch erst ein Wert über 20, ne? Glaube ich.
Ich glaube bisher nur Fire Boomerang. Sammelst du auch Zuckerwatte auf Ledgern, die niemals brauchen? Zum Beispiel Int auf Blade? Nö. Da schmeiße ich sie weg. Wie du siehst, meine M hat nur Int, Verteidigung, STA und so weiter. Kein STA, kein Crit-Rate. Ich bin ja keine crazy verrückte People, Sir. Okay. Ja, wenn wir die Scrolls hier durch haben, sind wir bei knapp 100, glaube ich. Naja, 80. 80. Ich habe noch nie so schlecht gerollt im Sinne von Bestätigung, dadurch, dass dreimal hintereinander 5% kommt. Noch nie so schlecht gerollt gefühlt im Sinne von, dass keine 20-Plus-Werte kommen. Wird interessant, wer der erste 25er-Wert wird. Hoffentlich wird's Poison Cloud. Sehr viel Sandstorm. Vielleicht, weil ich Erde auf der Waffe habe. Hat darauf überhaupt keinen Einfluss. Puh. Firebird 23. Jetzt waren es Fire Boomerang und Firebird. Und Mental Strike 21. Da kommen sie wieder, die ganzen Klassiker. Bei Firebird an sich ist gar nicht mal so bad für einen 1v1-Stuff. Für einen DPS-Stuff. Auf jeden Fall kam Poison Cloud schon lange nicht mehr. Seit wir den Elementor verlassen haben, kam kein Poison Cloud mehr. Back-to-back Rock Crash. Triple? Dreimal hintereinander der gleiche Skill? Ach so. Ja, natürlich. Dreimal hintereinander Rock Crash. Ach so. Was ist gerade passiert? Was war vorher drauf? 17 Poison Cloud. Also potenziell bis zu 8% sind mehr möglich. Das ist nicht wenig. Vor allem da mein Schaden mit jedem Skill bei über 100.000 liegt, ist halt allein der Base Damage schon mal 8.000 höher dann. Und, oder sowas in dem Dreh. Und ja, das ist schon nicht wenig. Per Skill Use. Aber wie gesagt, das müsste eigentlich nicht unbedingt. Moment mal. What? Junge, wo steht mein Ranger? Jesus, blind. Also es lohnt sich jetzt nicht wirklich dafür ultra viel Geld auszugeben.
Aber bis jetzt habe ich eigentlich noch gar kein Geld ausgegeben. Noch war alles sehengebunden. Ich kack gleich ein, roll schneller, Flive. Alter, wir könnten hier locker eine Stunde stehen, Sir. Also wenn du dringend aufs Klo musst, dann solltest du besser gehen, Sir. Freak. Auf jeden Fall hatten wir noch keinen 25er, ne? Einen 25er hatten wir noch gar nicht. Ich würde einkacken. So. Sonst verpasst man was. Schon über 50 Scrolls kein Poison Cloud mehr gesehen. Hot Air, glaube ich, das erste Mal. Wow. Ich glaube, Hot Air kam gerade zum ersten Mal. My boy. Der OG. Hast du gerade dreimal hintereinander Lightning Ram? Schon wieder? Dreimal hintereinander das gleiche? Das ist doch ein Witz. Lächerlich. Aber Poison Cloud kommt nie dreimal hintereinander, ne? Oh, Lightning Ram 21. Ich hätte es nicht sagen sollen. Poison Cloud 15. Jetzt dreimal hintereinander Poison Cloud. Scam. Hätte mir wenigstens zweimal hintereinander geben können. Also 3x9, 1x15 Poison Cloud. Ja gut, wir sind bei Poison Cloud tatsächlich ziemlich average. Lightning Ball 23. Also bei der Anzahl der Scrolls, die ich bis jetzt benutzt habe, hätte es auch nicht öfter als 4-mal kommen dürfen sollen. Poison Cloud 17. Halt dein Maul, Alter. Ah! Ich rast aus. Hätte ich gelassen. Ach so, ja. Ist eine gute Erweckung, das stimmt. Ups. Aber wir hatten immer noch keinen 25er. Noch keinen 25er Wert. Ich wüsste so gern mal die Wahrscheinlichkeiten, ey. Also 25 muss ja offensichtlich, oder die 20 plus Werte sind ja offensichtlich selten näher. Na, ich wüsste echt mal gern, wie genau das funktioniert. Wäre schon sehr interessant, das mal zu wissen. Absolut crazy, dass wir es nicht wissen. TBH. Der blanke Wahnsinn. Grande Horrore. Ist ja die Frage, benutze ich jetzt nach den ganzen Scrolls schon die Second Bonus? Weil ich kann da noch mehr kaufen, theoretisch. Meteor Shower 21. Interessant, wie fast nur Feuerskills über 20 plus erwecken. Fire Boomerang, Meteor Shower, Avalanche, nevermind.
Boah, Avalanche 23 wäre ein guter PvP-Skill, I suppose. War eigentlich nicht, wenn man es nicht spammen kann, oder? Keine Ahnung. Aber Avalanche benutzt man im PvP auf jeden Fall viel. Auf Cooldown. Back-to-back Burning Field. Fire Strike. Wind Cutter. Wind Cutter. Back-to-back. Ice Missile. Damn, ich glaube, der kam auch noch gar nicht. Fire Strike. Electric Shock 19 hatten wir gerade eben schon. Strong Wind. Lightning Ball. Lightning Shock. Spike Stone. Lightning Shock. Rock Crash. Und Stone Spear. Sandstorm 21 hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Also Sandstorm 21. Burning Field 23. Uff. Das ist ein guter Skill. Das ist eine gute Erweckung. Reroll. Müllerweckung? Nein, jede Erweckung über 20 ist jetzt gut. Vor allem, wenn man Hit and Run spielt. Wie viel Geld wird dir gerade in die Tonne geprügelt, Hupe? Also normalerweise verkaufe ich dieses Kreuz für 3,5 Mio each. Also noch gar nicht so viel eigentlich. Paar 100 Millionen Pinatas Fritas. Bis jetzt. Poison Cloud 15, da kam es mal wieder. Also wir hatten jetzt 15, 15, 17 und 3 mal 9. Also 6 mal Poison Cloud. 15, 15, 17, 9, 9, 9. Also beim 7. Mal soll es gefühlt über 20 sein. Keine Ahnung, ich kenne die Wahrscheinlichkeiten ja nicht, aber gefühlt. Wie oft kann es kommen, ohne dass es über 20 ist? Wie oft kann es kommen, ohne dass es über 20 ist? Das ist die Frage, ja. Lightning Storm 21. Thunderstrike 15. 1 Million Mal. Theoretisch. Theoretisch ja. Ziel ist 21 plus. Yeah. Wobei 25 Burning Field würde ich lassen. Aber nur wenn es 25 ist, glaube ich. Alter, Lightning Storm 23 hatten wir doch auch schon, oder? Also. Da wird noch kein einziges Mal 25%. Das ist crazy. Noch kein Mal 25%. Absoluter Wahnsinn. Müssten jetzt schon bei... Also ich glaube, wir bewegen uns auf die 200 zu. Bei 200 Scrolls kein Mal 25 ist geisteskrank. Zeigt mal wieder, was für geistesgestörte Wahrscheinlichkeiten da wieder im Spiel sind bei Gala.
Und jetzt stellt euch vor, ihr hättet jede von diesen Scrolls für 100 F-Coin gekauft. Das ist der blanke Wahnsinn. Dass die Teile in Galas Augen 100 F-Coin wert sind. Du allerdings Hunderte davon brauchst, bevor du jemals ein gutes Ergebnis erzielst. Zumindest als Magier. Oder das gewünschte Ergebnis. Wenn ich dir jetzt 1 Mio geben würde, damit du alle deine Live-Charts löscht, würdest du es machen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Sir. Ohne mit der Wimper zu zucken. Was zum Teufel sind Live-Charts? Was zum Teufel ist Live? Ich würde es auf der Stelle aus meinem Gedächtnis löschen, als hätte es nie existiert. Plus nie wieder Live spielen. Klar. Dazu, zu der Thematik, Dinge, die man für Geld machen würde. Also es gibt wohl angeblich eine BBC-Doku. Und damit meine ich den britischen Fernsehsender und nicht das, was ihr denkt. Und zwar gibt es wohl einen Vorfall. Ich habe vergessen, wie genau der Vorfall heißt, aber I guess, das kann man relativ leicht googeln, wenn man den Inhalt kennt. Und zwar gibt es angeblich InfluencerInnen, also ich denke mal beider Geschlechter, denen vorgeworfen wird oder denen, wo die Behauptung, das Gerücht im Raum steht, dass die sich in Dubai von Millionären haben ankacken lassen für Geld. Die wurden nach Dubai eingeflogen, irgendwelche Influencer, TikTok, Instagram, keine Ahnung, und wurden dort von Celebrities angekackt für Geld. Und dieser Vorfall hat quasi einen Namen, ist wahrscheinlich der Name von irgendeinem Influencer, keine Ahnung, kannte ich nicht, irgendwas mit Porter, Bella Porter oder sowas. Schon wieder Windcutter 21, das kam halt legit schon 3-mal oder so. Und seitdem posten manche Influencer, seit dieser Doku, posten manche Influencer keine Dubai-Posts mehr, also keine Sponsorings mit Firmen aus Dubai. Und daran soll man wohl erkennen können, wer das schon hat mit sich machen lassen und wer nicht. So ungefähr. Keine Ahnung, ich habe es nur gesehen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Habe auch diese Doku nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, dass es das wohl gegeben hat. Back-to-Back Ice Missile 7%, Klassiker. Danke für diese Info, Entenhonig. Die gibt's auch in Deutschland und die zahlen Geld dafür, dass sie angekackt werden. Was? Ich würde den Flug sogar auf Economy nehmen. Halt mich auf. Zieh dein Ding durch, Sir. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Zieh einfach dein Ding durch. Ah. Diese Scrolls sind wirklich der größte Scam, Alter. Naja, das wird der Grund sein, warum das die Influencer auch gemacht haben, Entenhonig. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie viel Geld... Also ich glaube nicht, dass sie eine Mio dafür bekommen haben, by the way. Das hat mich jetzt nur daran erinnert. Ich denke nicht, dass sie 1 Million dafür bekommen haben, TBH. Das wird schon deutlich weniger gewesen sein, wahrscheinlich. Aber die Details sind mir nicht bekannt.
Okay, das war meine komplette Top-Arsch-Gang. Das müssten weit über 200 Scrolls gewesen sein. Ja, das Beste war 17%, was ich vorher schon hatte. Super. Super Training. Tja. Ich glaube, dann wage ich es jetzt mal, ein paar von denen hier zu benutzen. Aber noch nicht alle. Einfach mal, um zu gucken, wie es jetzt läuft. Weil jetzt ist die Wahrscheinlichkeit mehr als doppelt so hoch, dass wir Poison Cloud... Back-to-Back Ice Shark 9%. Back-to-Back Ice Shark 9%. Was für ein Scam. Wie? Das ist so unwahrscheinlich. Nochmal kurz nachrechnen. 10, 14, genau. Also wir haben 14 Möglichkeiten. Und wenn man die First Job zusammennimmt, sind es 10, 15. Genau. Also wir haben jetzt wir haben jetzt eins weniger als die Hälfte. Also unsere Chancen haben sich damit mehr als verdoppelt, den Wert zu kriegen, den wir wollen. Die Höhe ist natürlich random, aber der Wert ist mehr als doppelt so hoch. Also viel leichter. Statt 29 Möglichkeiten gibt es plötzlich nur noch 14. Poison Cloud 15, leck mich. Ups. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Das ist mein Stuff, Hupenheimer. Poison Cloud 7. Wenn das so ist, wünsche ich ihm noch 200 weitere Versuche. Sag mal, hallo? Ich dachte, du bist mein Beug-Silften, Alter. Ich call 22. 22 kann man nicht erwecken. Nur ungerade Zahlen kann man erwecken. Bei Elementor. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Wir haben mit diesen Scrolls, by the way, noch keinmal über 20 erweckt. Vielleicht 20 Stück benutzt und noch keinmal über 20. Dreimal Poison Cloud, bestes war wieder 15. Was ist überhaupt? Sieht aus wie Clock Timer. Das ist eine blaue Scroll mit Würfeln drauf. Du meinst Bomb Timer. Quest Items von Carrier Bombs. Ja, es ist einfach nur sehr klein, das Icon. Das ist eine blaue Schriftrolle mit 2 Würfeln drauf. Es sieht wahrscheinlich nur so aus, weil du es... Keine Ahnung, bist du gerade am Handy oder so? Weiß ich nicht. Electric Shock 17, da hat man schon 19 mit den anderen Scrolls. 480p. Geil. Hatten wir jetzt schon über 20? Ich glaube immer noch nicht, oder? Sauber. Ich meine, gut, die Wahrscheinlichkeit auf 20 plus steigt, I guess, nicht mit diesen Scrolls. Das ist ja klar, aber... Ice Shark 9%. Hatten wir jetzt schon 3-mal. Poison Cloud 13. Alter, wir hatten jetzt schon 11-mal Poison Cloud oder so und kein Mal über 20. Oh. Against all odds, man. Ich hätte mir eigentlich jeden Wert aufschreiben müssen, der schon über 20 kam. Wie so eine Bingo-Karte. Und dann irgendwann fehlt nur noch Poison Cloud. Bingo! Fuck my life, Alter. Gleich 40 Scrolls im Wert von 800 Mio verballert. Es kam noch nichts über 20. Alter, ist das Trash. Also Elementor ist und bleibt ein Scam. Elementor ist und bleibt ein Scam, was Rerollen angeht.
Flive at his finest. Poison Cloud 9 zum 5. Mal oder so. Also Poison Cloud. Earthquake 23. Ich will aber nicht Earthquake, ich will Poison Cloud. Wieso ist das so Arschritze einfach? Avalanche 23 hatten wir halt auch schon mal. Genau in der gleichen Höhe. Wieso kommt denn immer das, was man nicht möchte? Grrr. Drecks. Sandstorm 21 hatten wir schon 3-mal. Ist das geisteskrank. Oh, wenn ich den in die Finger kriege, der dieses Kreuz erfunden hat. Oh, wenn ich den in die Finger kriege. Einfach fast back-to-back scheiß Avalanche 23. 3-mal Avalanche 23, noch keinmal Poison Cloud über 20. Das ist doch gegen jede Wahrscheinlichkeit. Das eine kommt 3-mal, das andere gar nicht. Also das ist doch unmöglich. Das ist ein 6er im Lotto, aber im Negativen. Im Negativitätslotto. Ja, Poison Cloud 7, ey. Ja, wahrscheinlich, oder? Ups. Wenn jetzt nochmal Avalanche 23 kommt, dann schlage ich ja alles kurz und klein. Wenn der nächste wäre der 23. Und ich hatte immer... Alter, ich hatte immer noch kein einziges Mal 25, ne? Wir sind jetzt bei F-Coins im Wert von mehreren 100 Euro und es kam noch kein einziges Mal 25%. F-Coins, also Scrolls im Wert von F-Coins im Wert von über 300 Euro sind wir hier gerade und es kam noch nicht einmal 25. Also, ey, ich bin kurz davor zu sagen, lass die Glücksspielaufsicht anschreiben und das ist illegal, Alter. Das ist doch illegal, was hier passiert. Das ist straight up nicht legal. Irgendjemand muss da was machen. Das kann so nicht weitergehen. Ice Shark 9% kam jetzt irgendwie 8-mal gefüllt. Jemand muss dafür büßen. Nerf Ranger. Was gab's? Slim. Ich wollte eigentlich nur 50 von diesen Scrolls benutzen, jetzt habe ich gleich keine mehr. Ah ja, Lightning Storm Back-to-Back. Kann mal Poison Cloud vielleicht Back-to-Back kommen? Es kam jetzt gefühlt auch schon alles Back-to-Back außer Poison Cloud. Ein Skill kam sogar 3-mal in a row. Weiß nicht mehr, was es war. Rock Crash oder so ein Scheiß. Poison Cloud 11. Junge, ich hatte noch kein einziges Mal mehr als 17. Ist das lächerlich. Holy ass cheeks. Poison Cloud 11. Ach so. Mir fehlt, glaube ich, nur noch Poison Cloud 5. Aber das hatte ich wahrscheinlich auch schon. Back-to-back Windfield. Nicht mal mit den Scrolls schaffe ich es, Back-to-back Poison Cloud zu kriegen. Nicht mal mit denen kam es auch nur ein einziges Mal doppelt. Habe ich noch normale? Hoffe ich doch. Nein, habe ich. Und ich habe ja auch noch Geld.
tolles Weihnachten-Gala. Letzte wird's. Die letzte wird genauso Arschritze wie die anderen 95 davor. Sandstorm 7, Bernhardi. Ja, das waren 1,92 Milliarden Penya, by the way, die ich gerade versemmelt habe. 1,92 Milliarden Dollar. Und ich habe einen Haufen Scheiße bekommen. Das Beste war 17 Poison Cloud, das hatte ich davor schon. Höchste, oder? Na, ich glaube 17 war das höchste. Lächerlich. Es kam wirklich 10 Mal Poison Cloud, vielleicht sogar schon 11 oder 12 Mal. 5 mal 9, 1 mal 7, 2 mal 11, 2 mal 13, 2 mal 15, 2 mal 17 oder irgendwie so. Also geisteskrank. Aber gut, ich meine, 20 plus Werte sind offensichtlich seltener, weil die kommen wirklich so gut wie gar nicht. Aber lächerlich ist es trotzdem. Vor allem, wie gesagt, wenn man sich den Preis davon vor Augen hält, den man zahlen hätte müssen, wenn das jetzt alles Scrolls aus dem Cash-Shop wären. Und so wurde ja das ursprüngliche System erdacht. Mit all diesen Werten und so. Geistesgestört. Wie sehr muss man Menschen hassen, um so ein System zu erfinden? Das ist wirklich krank. Vor allem, also bei sowas, weiß ich nicht. Lightning Storm 21, ja, danke. Zum 5. Mal gefühlt. Danke, Bro. Also bei sowas denke ich mir echt so, wie fühlt man sich da, wenn man so das eingibt? Also du weißt, die Cash-Up-Scroll kostet 100 F-Coin, also sagen wir jetzt einfach mal pauschal $1. Und du gibst dann aber ein, als Entwickler, in dem Code oder whatever, Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, oder dass der höchste Wert kommt oder so, 0,01 und weißt dann genau, wenn du es dir ausrechnen würdest, wie viel kostet das on average, dass das jemand bekommt. Da muss man sich doch eigentlich schlecht fühlen. Hat man da eigentlich kein schlechtes Gewissen? Da muss man doch eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, oder? Also frage ich mich, ganz einfach. Frage ich mich. Wenn du weißt, was das kostet. Earthquake 23, ich hasse mein Leben! Ah! Weg mit dem Schmutz. 2-mal Earthquake 23, 3-mal Avalanche 23, Burning Field 23, Windfield 23. Es kommt wirklich alles außer Poison Cloud. Electric Shock hatten wir noch nicht. Back-to-back Electric Shock 5%. Wie? Wie kommt 2-mal der Skill hintereinander mit der gleichen Höhe? Das ist doch... Das muss doch unmöglich... Lightning Storm 23. Ach so. Ach so. Ach so. Ja. Klar. Also die Werte, die über 20 kommen, kommen wirklich immer wieder. Das ist doch lächerlich. Wie? Wie? Ist es möglich? Viermal Avalanche 23, 0-mal Poison Cloud. Wie ist es möglich? Das ist doch unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit muss so gering sein, dass das passiert. Das muss gegen 0 gehen. Du hast 29 Werte in so vielen verschiedenen Höhen. Dann hast du noch die Werte, die über 20 offensichtlich seltener sind. Und dann kommt ein Wert 4-mal innerhalb von 50 Scrolls oder so. Das ist doch unmöglich. Du dreckiger Hater-Ping. Wenn mir jetzt nicht gleich jemand F-Coins verkauft, raste ich hier komplett aus. Ich muss gamblen. Könntet ihr noch 50 verkaufen? Oh. Ausgezeichnet, Sir. Ausgezeichnet.
Wenn jetzt nochmal Lightning Storm oder Avalanche über 20 kommt, dann raste ich wirklich aus. Lightning Storm kam jetzt einfach innerhalb von 10 Scrolls oder so, 21, 23. Und Avalanche in den letzten 50. 3 x 23. Das ist wirklich Wahnsinn. Burning Field 21. Also eigentlich muss Poison Cloud, wenn es über 20 kommt, muss eigentlich 25 kommen. Weil 25 kam noch gar nicht. Was mittlerweile auch statistisch fast unmöglich sein dürfte, dass es noch nicht kam. Ich meine, so unwahrscheinlich kann es ja gar nicht sein. Ich habe schon oft 25 gehabt. Also so selten kann das eigentlich gar nicht sein, dass es einfach nicht kommt. Ein Wert mit 25. Und dann hast du noch das Poison Cloud, der noch gar nicht kam. Back-to-back, Winfield 23. Also jetzt macht sich das Spiel literally über mich lustig. Also da hockt doch gerade einer und bestimmt, was da als nächstes für ein Wert kommt, oder? Das kannst du dir nicht ausdenken. Da hockt doch gerade einer und bestimmt, was hier als nächstes passiert. Und vor allem, wie es immer 23 ist, nie 25. 3-mal hintereinander Winfield. 3-mal hintereinander Winfield. 3-mal hintereinander Winfield. Allein, dass das passiert, ist so unwahrscheinlich. Back-to-back Lightning Shock. Wolle Gamble kaufen. Ja. Nun roll endlich auf Avalanche. Du hast recht, Fate. Also Chat, wir wollen... Gala, hör zu. Wir wollen Avalanche 25, bitte. Bitte. Avalanche 25, bitte. Back-to-back Avalanche. Wir hatten noch kein einziges Mal Back-to-back Poison Cloud. Also Avalanche 25, bitte, Gala. You listening, fam? Hey, yo, fam, you listening? Back-to-back Ice Shark. Spike Stone 21. Ich hätte echt eine Liste machen sollen mit den Skills, die schon über 20% waren. Da wären schon einige abgehakt. Und dann noch eine Strichliste. Und dann noch eine Strichliste mit denen, die doppelt kamen. Doppelt, dreifach, vierfach, besser gesagt. Das ist der letzte Char, oder? Warte mal. Ah, das ist der letzte Char aus der Gang. Der noch Scrolls hat. Avalanche 25, Gala. Nicht vergessen. Avalanche. Avalanche 25, bitte. Noch 7. Avalanche 25, Gala. Los. Trau dich. Tu's. Ich bin nicht verrückt. Du.
Das erste Mal Poison Cloud. Und dann ist es 5%. Aber die 5% hatten wir noch nicht. Jetzt hatten wir jeden Poison Cloud Wert von 5 bis 17. Und die meisten davon gleich doppelt und dreifach. Jo. Cool. Coole Sache. Danke, Gala. Danke. 279, Krausch. Krausch. Reroll. Was ich rollen will? 25 Avalanche natürlich. Come on, baby. 25 Avalanche wollen wir. Lightning Shock 21. Gut, ja, normalerweise war es Lightning Storm. Poison Cloud 21. Warum nicht 25 oder 23? Mann, das ist wirklich so ein Trash-System, das ist geisteskrank. Von möglichen 8% nur 4 bekommen, das ist... Das ist so belastend, ey. Dafür habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben, für nur 4? Das wären nochmal 4 möglich. So ein Trash. Aber wir haben kein einziges Mal 25 gerollt heute. Mit... Wer weiß, wie vielen Scrolls, aber es müssten über 400 oder so sein. Also ich sag mal, die 25 sind basically unmöglich. 23 kamen sehr oft. Naja. I guess, es soll nicht sein. Tja, gut, dass ich gerade nochmal 1 Milliarde für Reroll-Scrolls ausgegeben habe, die ich jetzt nicht brauche. Resell! Resell. Ja.